Hallo YouTube und auch ein Hallihallo an alle, die live mit dabei sind auf Twitch und herzlich willkommen zu Trails of Mana. Wir sind ja gerade hier dabei. Ich muss erst mal gucken, wie das gleich nochmal ging alles. Ach ja, wir sollten ja die Audienz bedingsen. Da hatten wir in der letzten Folge aufgehört, weil ich das noch nicht machen wollte. Weil ich vermute, dass wir hier gleich... dass wir gleich einen langen Text haben, eine lange Sequenz. Weil die Audienz des Königs wird ja... Uah. Gucken wir uns natürlich vorher erstmal noch mal ein bisschen um, ob der König uns vielleicht mal was liegen gelassen hat. Der Priester. Entschuldigung. Das machen wir natürlich auch schön hier. Genau deswegen machen wir das, ja. Ich weiß zwar nicht, für was wir die Kelche brauchen, aber das wird uns bestimmt irgendwann mal noch benötigen sein. Mizis, können wir euch streicheln? Nee, können wir nicht, schade. Aber wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall hier nochmal so ein bisschen uns umzuschauen, bevor wir dann gleich der Audienz beitreten. Sorry, ich muss erst mal kurz was trinken. So. Hier kommen wir bloß in die Schlafsäle, okay. Okay, dann waren wir hier oben auch. Da draußen waren wir auf jeden Fall. Und hier sind wir ja reingekommen. Da hoch brauchen wir nicht nochmal, weil da waren wir ja schon. Dann gehen wir mal hier hinten noch raus.
Boah. Ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie müde heute. Wo ich eigentlich genügend geschlafen habe. Wenn ich fertig bin mit Stream, haue ich dann meistens mein Programm an, dass ich noch die Reels kriege für Instagram und TikTok. Und dann gehe ich ja auch schon pennen eigentlich. Also noch Essen machen, vorher mit dem Hund draußen, dann geht's pennen. Aber viel passiert dann halt auch nicht mehr. Jetzt gehen wir zur Audienz, Leute. Please, accept the goddess of mana's blessings. So, you're the priest of light, hmm? You're plainer than I expected. I was hoping you might have some wisdom to share. Whoa, You're the priest of light, right? Tell me how to change my class. I need to be stronger now. Please. impossible. There is no way you could switch classes right now. You lack the experience necessary for such a feat. What? But You must have at least heard tell of the Mana Stones, correct? First, you must gain enough experience through battle, then call upon a Mana Stone's power to switch to another class. Who's got time for that? Your Eminence, if I don't get stronger, I can't give that crimson jerk what's coming to him! Wait! I have something to say. Your Eminence, please listen. I have come from the Sanctuary of Mana to tell you that the Mana Tree is withering. Mana power grows weaker by the day. Withering? But without the Mana Tree, the seals on the Mana Stones will break. The Benevodons will be released into the world. Huh? What is that? You're acting like this doesn't affect you. You've been chosen by Fairy. This means that you alone can retrieve the Sword of Mana from the Sanctuary. What? There's no way. What does this mean, Fairy? I'm sorry, but the mana in the world's so depleted. A fairy can't leave the sanctuary for long without a host. If I hadn't found you, I wouldn't have made it. Well, that's good for you, but what about me? I've had enough of this hosting business. Go haunt the old geezer instead. Would that I were able to bear your burden. However, once a fairy finds a host, they are bound to them for their whole life. Only death can part them. What? Sorry, but no way am I getting mixed up in this. I don't need any Sword of Mana. The true Queen of Altena wants the Sword of Mana, doesn't she? This is your chance to get it first, and to prove to her that you are strong in your own right. Hey! Stop digging around in my thoughts without permission, Fairy. I can't believe this. What is this Sword of Mana, anyway? The Sword of Mana is the embodiment of the ancient power of Mana, guiding force of spirits. It is an alternate form of the golden wand used to create the world itself. The one who holds the Mana Sword gains awesome power. The sword lies in the roots of the Mana Tree, waiting. Before the Mana Tree withers completely, you must reclaim the sword and awaken the Goddess of Mana once more. She alone can bring peace to the realm
and grant your wish. My mother wants that sword. If I manage to get it first, she'll finally acknowledge my abilities. Okay then, where can I find the Sanctuary of Mana? I am so sorry. But with mana so depleted, I don't have enough power to open the portal to the sanctuary. Not by myself. Throughout the world are 8 points of mana energy, mana stones, sealing away the fearsome benevolence. If you activate the mana stones, the portal connecting our world to the sanctuary of mana should appear. Through that portal is the sanctuary. However, you should know that the energy inside the 8 mana stones was sealed on purpose as the mana goddess began her slumber. What should I do? In ages past, there once was an ancient spell used to control the energy from the mana stones and bend it to the user's will. However, countries refused to allow each other any control of the spell and use of the mana stones. The war that followed caused unspeakable damage. It was nearly as destructive as the sealed benevolence. The survivors cursed the magic to avoid future tragedy and forbade anyone from using it. Now the life of any person who uses the spell will be forfeit. There is no longer anyone alive who knows how to work this cursed spell. There may be one way. If we borrow the powers of the elemental spirits that reside near the mana stones instead, I can combine their powers with what remains of mine to open the portal for everyone. Splendid! This is a relief. If you wish to find a mana stone, I've heard many say that the light stone is in Cascade Cavern, guarded by the elemental Lumina. It is the cavern you pass through in order to reach here. Take Fairy. With what remains of her power, she can help you find Lumina in the cavern. See if you may borrow his light powers. Okay, answer me straight, Fairy. If I go along with you for this journey, will the Mana Goddess grant my wish? Certainly. You can become the world's strongest swordsman. Let's do this! All right! Then I'm in. Okay. Der Glaube des Priesters des Lichts hat dir eine neue Fähigkeit gewährt. Gemeinsame Fähigkeit erlernt. Gemeinsame Fähigkeit Priester des Lichts erhöht den TP-Grundwert um 30. Gemeinsame Fähigkeiten. Gemeinsame Fähigkeiten können vor allem Gruppenmitglieder benutzt werden. Erlernt werden Fähigkeiten, indem du Lernpunkte zuweist und auf deren Reise neue Charakter triffst. Kaum zu glauben, wer einem alles etwas beibringen kann. Okay, wir müssen jetzt suchen nach den Lichtelementaren. Okay, das ist unsere nächste Aufgabe.
Dafür müssen wir aber komplett raus hier. Okay. Tschüssi, war schön bei euch. Warum bin ich denn so unfassbar müde gerade, ey? Das ist ja schlimm. Can I come with? Can I? Please? I heard what you were talking to Grandpa about. You are no simple adventurer. Since you have a quest of your own, I have a favor to ask. I gotta find Heath, and I need your help. No, thank you. I'm not gonna drag a little kid along on such a long journey. Just leave this Heath. Come on! I'm just worried about Heath. Please, I really can't come with you. Oh, fine. You are so stubborn and mean. You meanie. Ich hätte die zwar mitgenommen, aber es ist okay. Wenn der Charakter nicht will, unser Hauptcharakter, dann müssen wir halt selber gehen. Fine then, here I go. All right. You did. Strength is flowing through me. It's magical. Have time for this. Stop. Steuerung und Q. What a joke. Let's take it out. Who does more damage? It's just getting started. Hier, wir klatschen hier einfach die Gegner nochmal mit weg, weil wir da natürlich auch noch ein bisschen aufleveln. Aber ich sehe auch schon, dass unsere Zeit gleich schon so rum ist. Deswegen würde ich sagen, gehen wir nächste Folge auch weiter. Boah, Alter, ich bin gerade übel müde, ey. Wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Boah. Ist gerade mal 17 Uhr. Naja, wir kriegen das schon noch hin. Erste Folge haben wir schon geschafft, Punkt 7. Ich bedanke mich natürlich erstmal fürs Zusehen bei dieser Folge. Wenn es euch natürlich gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Mir fehlt hier irgendwie ein Stift, Leute. Wo ist denn der hin? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Der ist weg. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Follow da lassen und tippt mal fleißig unten in die Kommentare rein. Und dann sehen und hören wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn ihr da Bock drauf habt. Vielen Dank. Und ich sage hiermit Tschüssikowski. Und ja, bis zum nächsten Völkchen, würde ich sagen. Also, bis dahin, macht's gut und ciao.